Willkommen zu Frequent Traveler TV und einer frisch gepressten Folge. Wie der Kollege fragte, gibt es O-Saft frisch gepresst, den er gerne haben möchte? Ja, wie haben wir natürlich, wenn du zum Stammtisch kaufst, ich würde dir da frisch gepressten O-Saft geben, vielleicht nicht von mir selber gepresst. Nachdem ich die Sendung eben aufgenommen hatte und auch einen kleinen Spracheffekt eingebaut hatte, habe ich den wieder abgeschaltet und muss die Sendung neu aufnehmen. Aber dann so gut ist das halt, wenn man die Themen frisch gepresst hat. So habe ich sie auch wenigstens gelernt. Das erste Thema, was wir haben, ist Brussels Airlines. Nicht unbedingt, aber Brussels Flughafen. Dort haben wir einen Streik morgen in Belgien. Dann geht es weiter mit dem Boeing 787. Die haben einen Scheibenwechsel. Dann haben wir Lufthansa Allegris neue Ziele. Es geht dann über die Marriott Bonvoy. Die haben eine Promotion laufen, die heute startet. Hyatt kauft Playa Hotels. 2, irgendwas Milliarden Dollar. Richtig Knete. Und Delta Airlines filtert sein Personal und sind die gemein oder nicht? Könnt ihr auch danach entscheiden. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und auf School in die Community zu kommen, damit wir alle Themen dort weiter besprechen können. Das erste Thema, was wir haben, ist Brussels Flughafen. Da soll kein Passagierflieger abheben. Am Donnerstag wird in Belgien gestreikt. Da geht es darum, dass die Belgier sich dagegen wehren wollen, dass der Staat, und zwar die rechtsangeführte Regierung, dort die automatische Lohnanpassung an die Inflation abschaffen will, beziehungsweise dort Hand anlegen will. Heißt also, dass dort Milliarden gespart werden sollen. Und da ein Großteil der Sicherheitsleute nicht zur Arbeit erscheinen wird, was als Gesetz gilt, kann man die Sicherheit am Flughafen nicht garantieren und kann auch nicht dem Personal die Sicherheit garantieren. Deshalb dürfen die Passagiere dann auch nicht kommen. Deshalb wird da kein Flieger fliegen. Das betrifft nicht nur die Flughäfen, sondern auch natürlich Nahverkehr in Brüssel und aber auch SNCB, wobei da noch keine Streikankündigung eingereicht worden ist. Ich bin mal gespannt, ob das die Bahn dort dann auch betrifft, aber wer halt in Belgien unterwegs ist, sollte Donnerstag mit Verzögerung rechnen. Fliegen wird wohl nicht sein. Die belgische Nachrichtenagentur Belga sagt, dass die Eisenbahner eventuell doch nicht streiken wollen, weil sie den Leuten eine Möglichkeit geben wollen, zur Arbeit zu kommen und nach Brüssel zu kommen, um dort dann auch wirklich zu streiken. Also da nochmal eine Hilfe für alle, die streiken. Wir gehen auf Boeing. Boeing hat ein Problem mit den Scheiben. Da gibt es ein Service Bulletin. Und dieses Service Bulletin oder im Englischen heißt so etwas natürlich dann auch Service Bulletin, im Deutschen Lufttüchtigkeitsanweisung, so ist es richtig. Und da hat Boeing von der FAA gesagt, man muss die Fenster austauschen, wobei Boeing wahrscheinlich das auch schon gesagt hat, wir machen das. Kosten sind $104.060 pro Scheibe. Wobei das wahrscheinlich nicht das teuerste ist, sondern die Standzeiten am Boden und auch die Technikerstunden. Wobei die Frage natürlich ist, wird die Scheibe ausgetauscht auf Kosten von Boeing? Heißt also, dass da einmal ein Ersatz geleistet wird für die Technikerstunde, aber auch, dass das Ersatzteil kostenlos ist, weil es ist ja eher im ehrlichen, im wirklichen Leben halt hier, dass man Scheiße geliefert hat. Ne? Also insofern die Neuverglasung und der Check und unter Umständen auch der Austausch. Und es geht sich da um dieses Number One Cockpit-Fenster. Das heißt also, ihr habt 4 große Scheiben und dadurch, dass man nur 4 Scheiben hat, sind sie halt wesentlich größer und die Scheibe Nummer 1 muss halt ausgetauscht werden, weil sie bei Vorgeschlag nicht hält. Gibt es noch was dazu zu sagen? Ich bin mal gespannt, wie Lufthansa das macht. Carsten Spohr hat ja auch gesagt, dass er hofft bei dem Trip 787, wenn die kommen, oder als sie kamen vielmehr, dass keine Scheibe kaputt geht, weil die Scheiben ja teuer sind, beziehungsweise auch gar nicht verfügbar sind in dem Moment. Da bin ich auch mal interessiert, wie das ist, aber es gilt um alle Modelle, die 787, 8er, 9er und 10er, wobei natürlich ehrlicherweise durch das Bulletin im Dezember war das, glaube ich, die Betreiber schon vorgewarnt waren. Ihr könnt ja mal so eine Lufttüchtigkeitsanweisung hier sehen. Ich werde da mal das PDF reinhängen, gucken, wie wir das
hinkriegen. Gut, dann gehen wir thematisch weiter mit Lufthansa Allegris Business Class. Die Lufthansa Allegris Business Class hat neue Ziele im Sommer 2025 ab München und da kommen halt 3 neue Ziele hinzu, die mit Allegris angeflogen wird. Ich gebe euch mal alle Ziele, inklusive der neuen, und zwar ist das so, dass man dort Bengaluru, Charlotte, Chicago, Newark, San Diego und San Francisco und Shanghai anbietet, wobei Newark und Charlotte ohne First Class auskommen. Und die neuen sind natürlich, das wisst ihr, Charlotte ab August, 15. April Newark und ab 30. März San Diego. Ich persönlich finde San Diego relativ geil, wenn man die auch mit den 350 anfliegt, und da kann man natürlich dann auch relativ viel Spaß haben. Und was halt an den Parametern, die es gibt, zu beachten, wenn so eine Strecke eingeführt wird, ist natürlich auch mit Flugzeiten und so weiter und so fort. Also hier eine kleine Überraschung. Und ich bin mal gespannt, ob da die neuen Flugzeuge dann kommen und da natürlich die 787er, die auch fehlen. Der Scheibenwechsel, Carglass, wie heißt das nochmal? Carglass oder so. Ihr könnt ja die Carglass-Werbung unten reinschreiben. Auf jeden Fall, dass die neuen 787 auch schon mit neuer Scheibe kommen, weil dann kann man die Bodenzeiten auch durchaus nutzen. Wir gehen weiter mit Delta Airlines. Delta Airlines hat einen rigorosen Auswahlprozess für ihre Cabin Crew. Und zwar haben sie auch dort für Schlagzeilen gesorgt, weil sie eventuell aus der Sicht des einen oder anderen nicht ganz fair sind. Und zwar, was sie gemacht haben, ist, dass sie bei den Interviews, die sie machen, dort Leute direkt aufs Korn nehmen, wenn sie sich nicht die 2 Seiten, wo drin steht, was man alles zu beachten hat beim Ankleiden, beachten. Da ist das zum Beispiel, dass man dort in dem persönlichen Vorstellungsgespräch halt natürlich einmal auch bestätigen muss, dass man dieses 2-seitige Dokument bekommen hat und auch gelesen hat. Verstehen war wahrscheinlich nicht da, aber gut, ihr werdet gleich merken, warum. Dann ist es so, dass man damit natürlich das Erscheinungsbild, aber auch man möchte kontrollieren, ob die Leute auch Regeln befolgen können. Auch ein Thema ist natürlich, dass man, wenn man nicht einhält, dass man direkt rausfliegt. Da gibt es keine Gnade. Direkt pief, paff, Fresse, dick. Eine Kanadierin wurde disqualifiziert, weil sie zum Beispiel kleine Ringkreolen getragen hat und nicht die großen, weil sie dachte, die großen sind erlaubt. Nee, wurde direkt rausgeführt, gesagt, danke, zack, tschüss. Dann wurde eine Kandidatin rausgeführt, der Rock, obwohl sie ansonsten gut aussah, also businessmäßig und so weiter, ein Stück zu kurz, ist über dem Knie geendet, nicht auf dem Knie und nicht unterm Knie. Und dann ist es so, dass man natürlich dort als Begründung natürlich gesagt hat, dass das auch ein wirklicher Test ist, um wirklich abzuklären, dass die Leute halt auch Befehl und Gehorsam können, um es mal provokativ im Bundeswehrdeutsch zu nennen, aber auch, dass man dort detailliert Anweisungen beachtet. Wir finden das ja auch wichtig als Passagiere, denn wir wollen ja auch dort den gleichen Service haben, weil was macht ihr, wenn ihr von München nach irgendwo fliegt und ihr sagt, ey, der Service beim letzten Mal hat aber das und das inkludiert, und wenn die Leute sich nicht an Anweisungen halten oder halt den Service so interpretieren, wie sie glauben, dass das richtig ist, hast du halt keine Brand Standards, hast du halt auch keine Konsistenz, und das ist ja das, was uns aufregt. Dann ist es so, dass man natürlich dort die Regelkonformität gerade in der Aviation haben muss, weil Aviation besteht aus Regeln. Aviation besteht aus sogenannten SOPs und so weiter und so fort. Das muss eingehalten werden, weil es sicherheitsrelevant sein kann. Auch weiter ist es so, dass man natürlich sagen kann, dass Delta dort Pan Am-Style wahrscheinlich unterwegs ist. Die sind die härtesten, wenn es um die Regeln geht im Moment. Southwest Airlines eher die nach Persönlichkeit aussuchen. Heißt also im Prinzip, dass man da halt ein Welcome-Kit kriegt sogar und dass man dort dann auch viele Sachen halt so Swag, wie das so schön im Englischen heißt, hat. Also solche Amenity Kit oder sowas. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Man wird dann in der Gruppe auch
willkommen geheißen. Wenn man den Kurs bestanden hat, dann gibt es einen roten Teppich, wo dann die Leute auch alle rauskommen aus dem Headquarter und sagen, hurra, hurra, hurra. Ist halt nicht so wie wo ist denn das, von der Delta in Atlanta, wo du dann einfach rausgeschmissen wirst, kalt und sagst Tschüss. Die Inauguration zum Beispiel bei Emirates Airlines ist ja auch so, dass dort dann wie auf dem Schulabschluss, ihr kennt das aus den USA, da kommst du auf die Bühne, kriegst deine Urkunde und hurra und zack und so weiter. Und die werfen auch ihre Mütze bei Emirates dann in die Luft. Also das ist auch so eine amerikanische Geschichte. Aber da wird halt auch ein bisschen so dieses Community Building gemacht. Eine andere Fluggesellschaft zum Beispiel ist American Airlines. Die haben auch hohe Personalzahlen, also Bewerberzahlen. Aber da ist ein bisschen Unzufriedenheit in der Gruppe, weil da ja auch irgendwann gesagt worden ist, wir haben jetzt Leute, die eigentlich vielleicht nicht qualifiziert sind. Gerade die Älteren waren da etwas irritiert. Und dann ist es wohl so, dass dieses dieses Diversity, Equity, Inclusion auf jeden Fall, dass man das jetzt anscheinend auch nicht mehr beachten möchte. Und daran sieht man ja auch, wie ernst die Firmen das gehandhabt haben. Ist halt einfach nur Folklore. Auch ist es so, dass man jetzt bei Southwest Airlines, hatte ich ja erzählt, dass da diese Feiergeschichten ist auch bei JSX so, dass informelle Bewertungen so stattfinden, indem man Happy Hours macht, persönliche Gespräche und so weiter. Also da wird geguckt. Und da wird natürlich auch geguckt, inwieweit zum Beispiel dort Sachen beachtet werden, wie zum Beispiel trinkst du. Wenn jemand viel trinkt, dann ist das so irgendwie, dass man sich nicht im Griff hat. Oder wenn man aber zum Beispiel ablehnt, dann ist das irgendwie nicht höflich und so weiter und so fort. Also das heißt, da gibt es verschiedenste Tests, die dort gemacht werden. Auch interessant ist, ein Kollege hat mir mal erzählt, er hatte so eine Bewerbung gehabt und da wurde halt erzählt, dies, das, Ananas, zack, 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 da hast du so viele Leute, musst du ausrechnen. Und das war relativ komplex und am Ende stand dann einfach nur, ja, und das Ergebnis bitte durch 0 teilen. Und was ist dann das Ergebnis? Und damit wurde halt nur getestet, ob du wirklich alles durchliest. Und wie wir alle wissen, und ihr könnt das ja unten nochmal schreiben in den Shownotes drunter in den Kommentarspalten, welches Ergebnis, wenn ihr etwas durch 0 teilt, kommt denn da raus? Hätte er es alles ausrechnen müssen? Also, da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Also da ist sehr viel Voodoo dabei, da ist sehr viel dabei. Aber Delta ist halt im Moment dafür etwas unter Feuer, weil Delta halt einfach sagt, dass man halt diese Bewerber herausfiltern will, die sich halt nicht an die Standards halten oder aber auch an Anweisungen halten kann. Und gerade in der Aviation, ich wiederhole es nochmal, sind Anweisungen natürlich relativ wichtig. Hier könnt ihr natürlich die Frage des Tages auch beantworten. Und zwar ist die Frage des Tages, findet ihr Delta zu hart, wenn die solche Sachen enforcen, oder sagt ihr, nee, das ist okay, das sollen die so machen? Wie sollte man sonst das anders ja auch darstellen? Weil sonst ärgern wir uns ja auch als Kunden. Übrigens, die andere Frage des Tages ist, wie findet ihr die Ziele der Lufthansa Allegris? Hatte ich das vergessen zu sagen? Ich glaube schon. Im Eifer des Gefechts. Also, wie findet ihr Lufthansa Allegris Ziele? Und ist Delta zu hart oder nicht? Weiter geht es dann mit den Freunden von Hyatt. Die haben eine neue Firmengruppe gekauft, und zwar für 2,6 Milliarden US-Dollar haben sie die Playa Hotel and Resorts gekauft. Und interessant ist auch, wenn man sich das Portfolio anschaut, in der Dominikanischen Republik, da gibt es Hilton La Romana Adult, Hyatt Zilara Cap Cana Adult Resort. Dann gibt es noch ein Century Cap Resort, Windham. Dann in Jamaika gibt es auch wieder Hilton und Hyatt oder Jewel. Mexiko gibt es Hilton, Hyatt, Kimpton, Paraiso, Cedars, Yucatan Playa, Turquoise, Cancun, Windham. Also da gibt es verschiedenste Marken unter dem Hause, und Hyatt hat diese gekauft, möchte aber dann natürlich in dem All-Inclusive-Sektor auch wachsen, was ich interessant finde, weil das kann ja auch eine Bubble sein. Ich bin kein Freund von All-Inclusive. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr Freund von All-Inclusive seid oder nicht. Ich persönlich bin es halt wirklich nicht. Und wie ihr das findet, denn wenn die Bubble burstet, dann hat man ein Problem. Hyatt möchte aber auch die Grundstücke und alles, also die Properties selber offloaden, die wollen nur das Management machen.
und damit Geld verdienen. Heißt also, da wollen sie das Ganze mit refinanzieren. Sie haben ja auch Schulden mit übernommen. Ihr könnt ja auch nochmal schreiben, was ihr von, wie heißt es nochmal, von All-Inclusive haltet oder nicht. Ich persönlich bin kein Freund davon. Natürlich werden die Properties ja auch reflect, wie das so schön im Englischen heißt, also aus den anderen Hilton, Wyndham und was es alles war, werden dann auch Hyatts. Und wenn es All-Inclusive ist, wird es halt Ziva, Zilara und keine Ahnung, was das andere nochmal war. Schon wieder die Marke vergessen, weil ich da nicht gerne bin. Das letzte Thema, was wir haben, ist Marriott Promotion beginnt heute 1000 Punkte pro Aufenthalt und eine Freinacht, hätte ich fast gesagt, nein, eine Stay Credit zusätzlich zur Nacht. Wenn man bei billigen Hotels ist, ist es natürlich toll. Wenn man heute ab dem 11. Februar da übernachtet, bis zum 28. April geht die Promotion, kann man sich hocharbeiten und man muss sich dafür registrieren. Und natürlich ist so, dass diese Raten oder beziehungsweise nur diese Promotion gilt, wenn es bezahlte Nächte sind. Und sie zählen nicht für eine von den Promotions. Das heißt also, dass man da keine Awards Days qualified hat für Promotions, wenn ihr Fast Tracks habt oder so weiter. Und spannenderweise ist es halt so, dass man damit natürlich sich ein schönes Level machen kann. Die 50 Elite-Nächte braucht ihr, um Platin zu werden. Das finde ich schon relativ cool und gibt euch auch einen Schub für anderen Status, wie zum Beispiel eine Titanium. Titanium aber Ambassador braucht die Umsatzkomponente von 23.000 Dollar Spend pro Jahr und 100 Nächte. Also das heißt, ihr bekommt da nicht drum rum. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber man sieht ja auch, dass zum Beispiel jetzt das auch so ist, dass die Member, die bei Marriott sind, ist irgendwie inflationär, Status, alle haben Status, dann hat auch keiner einen Status. Es ist halt schwierig, wie es ist. Natürlich kann man diese Promotion benutzen, um schneller wieder zum Status zurückzukehren und benutzt sie oder benutzt sie nicht. Wir gehen jetzt auf den Endspurt und zwar gehen wir auf den Endspurt im Bereich, was ist denn jetzt hier passiert? Da wollt ihr mir noch einen Termin in den Kalender eintragen und nicht die Uhrzeit. In den Endspurt, das heißt, ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen oder aber auf School Community kommen, könnt auch die Fragen des Tages beantworten. Die erste Frage ist Lufthansa Allegris Business Class Ziele. Die neuen, mein Favorit ist San Diego in Kalifornien, natürlich ein Top-Ziel. Ich finde es geil, ich finde es toll. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet. Und natürlich die andere Frage, ist Delta zu hart mit seinen Rekruten, will ich sie mal nennen? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, nee, das ist schon okay so, die müssen hart herangenommen werden. Jetzt, wo ich mit der zweiten Aufnahme durch bin, die auch ein bisschen länger ist als die erste, bekommt ihr wesentlich mehr für euer Geld. Und danke, dass ihr da wart. Ich sehe euch morgen wieder in alter und Frische. Bis dann. Ciao, ciao.